Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, wir befinden uns heute wieder auf dem Main, denn wir wollen die letzten Etagen nochmal durchklöppeln hier beim Elevator. Ihr seht, ich bin schon ein bisschen weitergekommen, ich habe schon ein bisschen gespielt hier heute und ja, bis dahin geht es immer noch einigermaßen, aber die letzten Etagen, wo es dann zur letzten Belohnung auch geht, das wird immer härter und härter und das von Tag zu Tag. Ihr seht, mein Personal Best ist auf 437, das ist jetzt auch schon mittlerweile gestiegen. Ich habe hier auch nochmal eine kleine Liste für euch, da kann man auch nochmal ganz gut, ja, übersichtlich die ganzen ganzen Belohnungen sehen. Das Ganze ist natürlich auch levelabhängig so ein bisschen, ne? Und ja, ihr seht aber, blauer Rucksack, ich bin hier gerade ja, ein vor der Truhe und das ist dann quasi der letzte Reward. Da versuchen wir uns mal heute noch durchzupilzen. Vorher gucken wir mal, ob wir hier irgendwas... Jo, nice. Dann können wir die Handschuhe hier heute noch wegschmeißen. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz im Inventar. Und ja, mal gucken. Es braucht immer mehr Pilze. So. Das ist eine ziemlich haarige Angelegenheit, ne? Deswegen, ja, werde ich es auf den anderen Servern ein bisschen schlauer spielen. Das hatte ich ja schon, glaube ich, gestern im Video erzählt, dass ich da halt eben ein bisschen früher aufhöre zu pilzen. Ein paar Etagen einbüße so, was mein Personal Best angeht und dafür aber safe die Belohnungen mitnehme. Bevor der Elevator hier auf dem Server endet, der endet natürlich logischerweise früher als für alle anderen, die noch auf dem alten Backend spielen. Ist ja auch ganz klar. Aber wenn hier der Elevator für mich schließt, dann werde ich nochmal versuchen, meine Personal Best rauszuholen. Mal schauen, wie weit ich dann kommen werde. Ne? Und dann gucken wir mal, ja, was so möglich ist mit meinem Account, welche Etage wir schaffen können. Ich denke mal, es wird nur machbar sein, weiter Etagen zu grinden, wenn wir uns halt an den Boni bedienen hier so. Ne? Sowas zum Beispiel hier, das nehme ich jetzt mal einfach mit, weil, ja, ist gerade da, können wir nehmen. Ist schon ein bisschen schwierig, jetzt weiter voranzukommen. Ohne Buff schon echt schwer. Und ja, da müssen wir einfach schwitzen auf den Crit-Bonus. Ist meiner Meinung nach das Beste so, was du kriegen kannst. Und ja, deswegen versuchen wir mal... Oh, ist ja krass, First Try direkt hier. Das ist natürlich ein bisschen lucky. Und ja, deswegen versuchen wir mal hier die letzte Belohnung einzuheimsen. Es ist wirklich sehr, sehr schwer. Es lohnt sich auch nicht, hier, wie gesagt, übelst viele Pilze zu investieren, außer ihr habt gerade einen Boni am Start, das könnt ihr dann machen. Aber alles andere, außer halt eben dieses Bier, was ein Hauptattribut steigert, oder halt eben den Crit-Schaden erhöht, würde ich nicht kaufen. So, alles andere lohnt sich nicht. Und wie gesagt, hier, das ist das, was ihr haben wollt. Es lohnt sich mehr, hier die Pilze im Shop ein bisschen so zu investieren, anstatt sinnlos in Tries. Ah, nice, haben wir es nochmal direkt hinterher. Sinnlos in Tries zu investieren, ja, weil das bringt euch dann auch nicht weiter großartig. Oh, wir haben hier noch die Tasche. Das war noch gar nicht der letzte Reward. Dann hatte ich das, dann war das falsch gewesen. Dann haben wir noch ein paar Etagen vor uns. Ja, dann war das gar nicht ja, haben wir noch ein bisschen was hier. Ich habe mich schon gewundert gehabt, weil ich ja noch relativ low bin von dem Stockwerk her im Vergleich zu dem, was ich gestern hatte. Okay, dann habe ich mich da verguckt gehabt. Dann war das nicht das Richtige. Ja, trotzdem war das nur eine ganz gute Übersicht, sag ich mal, über die Rewards, die man so bekommt. So, wir schauen mal. Wir sind hier mit dem Dosenspinat am Start und haben die nächste Belohnung. So, ach, wir sind noch gar nicht so weit, Alter. Das dauert ja noch, ne? Ja, dann nehmen wir das mal gleich mit hier. Das ist das zweitbeste, was ihr so haben könnt, ne? Steigert gut euren Intelligenzwert, beziehungsweise halt euer Hauptattribut. Kommt natürlich sehr gut, wenn ihr schon ein bisschen was auf euer Hauptattribut habt. Umso mehr machen sich die 15% bemerkbar, ne? Und ja, wie gesagt, vor allen Dingen als Magier ist es halt cool, weil hier halt auch viele Magier als Gegner im Elevator drin sind und ja, man halt eben das gleiche Hauptattribut hat und wenn man dann halt eben 15% mehr von dem gleichen Hauptattribut hat als gewöhnlich, dann ist das natürlich schon ein guter Vorteil so, ne? So, aber ihr seht,
es wird langsam haarig, ne? Langsam kommen wir hier auch mit den 15% mehr Hauptattribut nicht vorbei. Da muss man dann wirklich switchen auf den Dosenspinat. Ja, es sei denn, wir kriegen hier nochmal einen Lucky Try rein, aber das sieht hier auch jetzt schon relativ düster aus. Das Ding ist halt, ich will trotzdem meine Rewards haben und ja, das will ich mir nicht nehmen lassen. Ihr seht aber, womit das Ganze hier verbunden ist, und zwar mit ziemlich viel Pilzeinsatz. Und jetzt würde ich auch vorschlagen, schwitzen wir hier auf den Dosenspinat nochmal. Da kaufen wir uns mal das billigste raus. Das ist auch okay, aber es ist bei weitem nicht so gut wie der Dosenspinat. So, ne? Wir können ein bisschen tryen, aber das wird, glaube ich, nicht so nice werden. Ne? Ein paar gute Dinger sind dabei, aber diese 10% oder was das waren, ne, macht hier den Cool, glaube ich, nicht fett. Beziehungsweise cool, gehen wir jetzt auf den Spinat, den wir jetzt hier irgendwo kriegen müssen. Ja, das tut natürlich weh, hier die Sachen sich hier rauszukaufen immer wieder, um halt eben zu hoffen auf den Dosenspinat, dass der dahinter sich versteckt. Da wäre halt tatsächlich eine bessere Option, wenn man direkt so einen Reroll-Knopf wie im Shop hätte, ganz normal. Das sind natürlich sehr viele Pilze hier, ne? Aber immer noch kein Vergleich, okay, nice, da haben wir das, immer noch kein Vergleich zu den Tries, die ihr halt investieren müsst, wenn ihr hier ja, eure Tries sinnlos weiter reinballert. Es geht halt eben nicht ohne einen Buff an der Stelle mittlerweile so, ne? So, deswegen tryen wir hier weiter, und das Dumme ist halt, dass wir jeden Tag immer weiter von den Etagen her steigen. So, deswegen kann es sein, dass wir nachher am Ende schon fast, dass ich da schon fast am Limit bin, dass es nicht mehr großartig weitergeht, so, ne? Und ja, im Vergleich zu den 8 Pilzen, die wir jetzt für den Dosenspinat geopfert haben, sind jetzt die Tries auf jeden Fall deutlich günstiger ausgefallen. Wir können es nochmal kaufen. Oh, da haben wir nochmal 1, 4 Stockwerke. Okay, das ist huge. Wir gucken nochmal, ob wir hier mit dem Bier irgendwie, mit dem Bierkeks hier weiterkommen. Vielleicht können wir da ein paar Etagen noch sparen, bevor wir uns den Dosenspinat nochmal reinsnacken. Aber ich glaube, es wird wirklich schwierig werden. Ja? Das ist das Problem. Und deswegen sollte man gucken, dass man relativ früh aufhört mit den Etagen. Was sich natürlich wieder beißt mit der Logik des Elevators. Nice, da sind wir noch eine Etage vorangekommen. Weil man will ja eigentlich als Gilde so viele Höllenmarken wie möglich sammeln, um halt eben so gut in der Rangliste dazustehen wie möglich. Aber das geht halt eben nicht, wenn ihr halt eben eure 8 Belohnungen jeden Tag haben wollt. Weil ihr dann halt eben ein bisschen früher aufhören müsst, weil sonst endet das so wie hier jetzt, ne? Und das ist halt auch nicht so Sinn und Zweck der Sache. Oh, sehr knapper Try. Wir gucken uns mal ein bisschen was an. Oha. Ja, da werden wir direkt weggekrittet. Ja, können wir auch nochmal vielleicht einen normalen Treffer hier? Nö. Normalen Treffer halten wir aus, aber, ne, oder? Müssten wir eigentlich aushalten. Ja, okay, gut, wir haben 2 Tries. Da snacken wir uns den Dosenspinat rein, kostet auch nochmal 12 Pilze. Und, ja, da fällt er dann auch direkt, ne? So, jetzt sind wir bei der letzten Belohnung angelangt. Wir haben nochmal dreimal Dosenspinat am Start und 435 sind wir jetzt. 37 war, glaube ich, das Beste, ne? Ja, und dann, um die heutige Belohnung auch wieder zu bekommen, müssen wir unser Personal Best von gestern nochmal überbieten. Jetzt sind wir auf 437, haben nochmal einmal den Buff am Start und ja, ohne geht es halt jetzt nicht mehr. Ne? Ohne geht halt nicht weiter voran. Und ihr seht schon, wie schwer das jetzt hier wird. Ne? Und morgen wird es halt nochmal schwerer. So, ne? Also das ist halt ein Teufelskreis. Es ist wirklich dumm. So. Aber wie gesagt, ich bin halt auch eben selbst schuld, dass ich mich am Anfang so hoch gespielt habe. Ich habe es halt aber auch nicht besser gewusst. Habe gleich nach dem Start durchgeklöppelt und ja. Habe natürlich dementsprechend auch höhere Belohnungen so, ne, als auf niedrigeren Etagen. Aber es ist halt eben mit einem deutlichen Pilzaufwand steht halt in Verbindung so, ne? Und es sieht fast so aus, als ob ich hier schon nicht mehr wirklich weiterkomme. Großartig. Ohne hier unendlich viele Pilze zu investieren. Und danach müsste ich nochmal neu rollen im Shop. Ah, nice, okay, da haben wir es. Jetzt müsste ich nochmal rollen.
dass wir hier nochmal den Spinat bekommen. Es ist wirklich eine Pilzsauerei, ich sag's euch. Okay, da haben wir den nochmal. Und das jetzt nochmal für die letzten Etagen hier. Beim letzten Elevator bin ich, glaube ich, auf 444 oder so stehen geblieben. Ich glaube, das war eine Schnapszahl, auf der ich stehen geblieben bin. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, zumindest müssen wir uns jetzt nichts mehr kaufen hier weiter. Ne? Und ja, das ist natürlich eine Sache, die möchte man nicht machen. So hoch sind die Rewards jetzt auch nicht für die Pilze, die man hier ausgibt. Ne? Also ich glaube, ich werde auch morgen vielleicht auf 1, 2 Belohnungen verzichten, damit ich dann nochmal ein bisschen droppe. Aber die heutige, da sind wir jetzt so nah dran, da müssen wir jetzt nochmal gucken, dass wir hier das investiert kriegen hier. Ne? Wir brauchen 2 fette Crit-Treffer, damit wir den hier besiegen können. Und ja, er darf uns nicht critten hier, beziehungsweise sie. Okay, da ist der 1 Milliarde. Ja, wir brauchen 2-mal 1 Milliarde oder halt, ja, einmal ein bisschen mehr, einmal ein bisschen weniger würde auch reichen, aber Hauptsache, dass wir hier auf die 2 Milliarden kommen. Ist aber relativ schwierig und auch schon fast unmöglich, wenn man nicht die richtige Waffe hat. So, meine Waffe ist ja schon ganz gut für PvE, ist keine richtige Waffe für PvP-Fights so. Für Dungeons ist es besser. Okay, nice, jetzt müssen wir, das ist der letzte Gegner hier. Allerdings habe ich schon eine einigermaßen hohe Spanne und trotzdem fällt mir das hier relativ schwierig. Wenn ich eine PvP-Waffe gehabt hätte, dann wäre es vielleicht sogar fast unmöglich gewesen, hier noch weiter voranzukommen. So, das ist jetzt der letzte Gegner, Banshee, okay. Und wir haben Stockwerk 440 erreicht. Boah. Mal schauen, wie weit das noch geht. Ich werde den letzten Tag nochmal versuchen, ein bisschen höher zu kommen, aber ich glaube, viel mehr geht hier nachher für mich nicht mehr. Ne? Und ohne den Dosenspinat, den guten hier, geht sowieso nichts mehr. Also, wir haben hier das Maximum wieder für heute erreicht, haben wieder ein bisschen was gut gemacht, aber es steht natürlich, muss ich glaube ich nicht erwähnen, in kein Verhältnis zu den Pilzen, die man hier jetzt ausgegeben hat für das Stockwerk. Und ja, da muss natürlich jeder selbst überlegen, ob einen das wert ist oder nicht. Ich würde sagen, es ist nicht wert für die Pilze und deswegen ja, macht es lieber so, wie ich das auf den Accounts hier mache. Bleibt lieber anfangs auf etwas loweren Etagen, kämpft euch dafür jeden Tag eure 8 Belohnungen ein, hört dann auf zu spielen und dann macht ihr den nächsten Tag halt so weiter, dann seid ihr auf der sicheren Seite und kommt hier nicht in so einen Teufelskreis, wie ich hier drinne gelandet bin. Ne? Okay, Leute, das soll soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da, würde mich auf jeden Fall sehr freuen und supporten. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.